Danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, wieder mal, dass ich nach Linz komme. Mein Bezug zu Linz hat sich schon seit 1999 begonnen. Also das erste Mal, dass ich im Basalia-Haus Praktikum gemacht habe. Basalia-Haus ist schon bekannt. Und damals in der Steiermark haben wir begonnen mit der sozialpsychiatrischen Arbeit, aber Linz war damals 10 Jahre voraus. Und auch im Zuge meiner Ausbildungen war ich schon mehrmals in Linz bis 2005. Mein Name ist Livinus Nwoha. Sie haben mich vorher gefragt, bin in Nigeria geboren, aber wenn Menschen mich fragen, dann sage ich, ich komme aus Graz. Und manchmal klingt ungewöhnlich. Zum Thema Migration und Männlichkeit oder verändernde Migrationsprozesse der Männerrolle oder Identität in der Migration, das kann ich nicht beantworten. Das kann ich nur beantworten, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, das man gemeinsam diskutieren sollte. Und daher will ich so einfach einsteigen und schauen, wir können nicht über diese Männer mit Migrationshintergrund, über die Männer, egal ob der Nigerianer oder die Tschetschener oder die Albaner oder die Türken, ja, können wir nicht über diese Männer sprechen, ohne dass wir ganz kurz über die Migrationsgeschichte in Österreich anschauen. Und da will ich Sie einladen, dass ich Ihnen etwas zeige, was ich schon vorbereitet habe, ganz kurz. Und dann hat man Zeit, nachher also Fragen zu stellen oder in die Diskussionsrunde zu gehen. Okay, schauen wir das einmal an. Die Frage mit die sogenannte zersplitternde Identität, verändern sich die Rollenbilder und die Identitäten von Männern im Zuge des Migrationsprozesses, ist eine Frage, die wir dann schauen. Ich möchte es hier mal hinweisen, wie schaut das mit der Migration in Österreich? Es ist eine lange Geschichte, aber nehme ich mal in den 60er Jahren, was noch für uns aktuell ist, hat in Österreich der sogenannte Mangel an Arbeitskräften gegeben hat. Wie auch heute gibt es immer noch, heute spricht man von Fachkräften. Dann hat man diese Menschen, dieses Bild kann uns ein bisschen zeigen, ungefähr wie die Leute damals, man hat versucht mit verschiedenen Ländern diese Abkommen zu machen, mit der Türkei, mit der Jugoslawien, mit anderen Ländern, Spanien, Italien. Bei manchen Ländern hat es funktioniert, bei anderen nicht. Und was hatte das damit zu tun? Interessanterweise, und dort beginnt genau das Bild, das wir von den Männern auch in diesem Land Österreich ungefähr haben, das sogenannte, das Konzept Ausländerbeschaffung. Ausländerbeschaffung mit dem Ziel, dass sie herkommen und arbeiten und wieder nach Hause gehen. Also das sogenannte Rotationsmodell. Aber im Laufe der Zeit hat man dann gemerkt, die hat nicht funktioniert. Man hat dann gedacht, okay, sie kommen so 1 Jahr, 2 Jahre arbeiten, dann gehen sie wieder nach Hause, dann kommen andere dazu, arbeiten sie 1 Jahr, 2 Jahre, gehen sie nach Hause. Aber dann hat es nie funktioniert, denn die Gesellschaft ist gezwungen, auch die Arbeitsbewilligungen zu verlängern. Und diese Männer, die zuerst gekommen sind, bevor man überhaupt über Familienzusammenführung sprechen, sie sind dann gesagt, okay, haben ihre Rückkehr nach Hause immer wieder verschoben. Sind sie nichts mehr zurückgegangen, aber trotzdem werden sie in Österreich auch von der Politik, auch von der Gesellschaft als nicht sesselhaft behandelt. Und das bleibt. Und dann weiter, dann haben sie wieder ein anderes Bild bekommen. Das heißt Gastarbeiter. Was bedeutet ein Gastarbeiter zu sein? Man sieht, man will Arbeitskräfte haben, wie heute. Heute wollen wir Facharbeiter, wir haben Facharbeitermangel, man will Arbeitskräfte haben, aber keine Menschen. Ich glaube, dass das Problem dahinter steht. Und da sind wir wahrscheinlich enttäuscht, dass statt Arbeitskräfte Menschen gekommen sind. Die Menschen, die auch Bedürfnisse haben, Menschen, die Lebensvorstellungen haben und Menschen, die auch im Laufe der Zeit dann wieder alt wird dann krank,
aber sie bleiben. Na gut, wir sagen, wir brauchen Gastarbeiter, jetzt haben wir zuerst Ausländerbeschaffung, dann haben wir Gastarbeiter. Wenn ich einen Gast habe, wie ich das kenne aus Nigeria, wo ich geboren bin, wenn wir einen Gast haben in diesem Kulturkreis, der Gast wird alles Mögliche gemacht, damit er sich wohlfühlt. Das ist der Punkt. Der Gast bekommt die beste Matte und der Gastgeber könnte am Boden schlafen, damit dem Gast gut geht, besser geht, dass er sich integriert fühlt, dass er in der Gemeinschaft aufgenommen fühlt, dass er in der Familie wohlwollend aufgenommen fühlt, dass er das beste Essen bekommt. Aber dann, der Unterschied zu dem, was wir hier leben, ist, entweder ein Gast arbeitet oder nicht arbeitet. Also hier muss der Gast arbeiten, damit er dann gehen kann, der hat ja kein Recht, sozusagen. Wenn er kein Recht hat, kann er dann nicht hier bleiben. Auch Migranten, die sogenannten Männer sind auch Männer ohne Rechte, sozusagen. Man sieht es, wie es begonnen hat. Zwischen 1965 und 1966 haben ein paar Arbeiter, weil die Rahmenbedingungen nicht gepasst haben, weil es für sie schwierig war, auch Rechte zu bekommen, haben sie gestreikt. Was ist mit ihnen passiert? Sie wurden im Schubhaft genommen und deportiert. Das heißt, als Gastarbeiter haben sie kein Recht, irgendwas zu verlangen. Und dann läuft so bis in die 60er, 70er, 80er Jahren und bis heute, 90er Jahren, haben wir andere Gründe. Also wir haben dann mehr Flüchtlinge von 91, Krieg in Jugoslawien bis heute. Dann wollte ich Ihnen das Bild zeigen, was immer wieder in den Medien vorkommt, was überall darüber gesprochen wird. Die Afrikaner, die Bootsflüchtlinge, die über Lampedusa, von Italien nach Österreich und verschiedene Länder kommen und andere Bilder, ja. Aber was haben sie alle gemeinsam, diese Migranten? Was haben sie alle gemeinsam, egal damals, ob sie Gastarbeiter waren oder heute als Flüchtlinge? Eines haben sie gemeinsam. Viele von ihnen sind jung oder waren jung und haben einen sehr guten Gesundheitszustand. Sie haben großes Arbeitsvermögen. Genau das, was diese Gesellschaft will. Wir wollen Menschen, die gesund sind, tüchtig sind, arbeiten. Und darauf dürfen sie keinen Rechtsanspruch haben. Sie waren, also Familienväter, viele haben Familie zu Hause, haben viele verlassen, sie waren gute Ehemänner sozusagen. Sie sind gemeinschaftsorientiert in ihrer Gemeinschaft dort, wo sie geboren sind, große Gemeinschaft, große Familie, wo sie auch Beiträge leisten für die Gemeinschaft. Und dann ihre Identität damals dort zu Hause wird von der Gemeinschaft definiert. Was heißt das? Das heißt, wie sie leben, was sie machen, was sie sind, wird daran gemessen, was haben sie für die Gemeinschaft geleistet. Ja? Viele haben sehr gute Ausbildung und genießen einen großen Status in der Gemeinschaft, wo sie geboren sind. Sie haben große Verantwortung für ihre Communities gehabt. Und hier, im Laufe der Zeit, als Gastarbeiter haben sie auch Sozialbeiträge geleistet. Wir haben immer wieder gehört in Österreich, die Politik, ein Teil von der Politik verlangt, dass arbeitslose Ausländer soll man sie eigenes Versicherungsanstalt schaffen, damit sie dann, wenn sie 15 Jahre gearbeitet, 20 Jahre gearbeitet haben, haben schwerer gearbeitet, sind Verschleißerscheinungen gekommen, sind schon krank, müde, sind nicht mehr vermittelbar, die brauchen wir nicht mehr, denn für sie müssen wir uns eine andere Versicherungsanstalt schaffen, damit sie unser Sozialsystem nicht belasten. Gut, was heißt das für diese Migranten, die kommen zuerst? Diese Trennung, der Schmerz, die Trennung, das Verlassen, was schon gewohnt ist, die große Familie, die Kinder, die Ehefrauen. Ja? Und dann wie ein Baum, sie wird dann ein bisschen entwurzelt und dort zum Einzusetzen ist immer schwierig. Ja? Und die Einsamkeit, viele kommen ohne Freunde, ohne Bekannten und tun sich auch schwer, auch hier Bekannten zu finden. Ja, wenn man sieht, die Migrantinnen, was wir auch in Graz kennen, dass auch sie leben in schlechteren Wohnverhältnissen. Sie haben Wohnungen
ohne Dusche am Gang und alles Mögliche, ohne Heizung. Sie haben, wenn sie arbeiten, sozusagen unsichere Arbeitsplätze, gefährliche Arbeitssituationen. Wir kennen das. Es gibt die sogenannte Lederfabrik in der Steiermark. Da kann man als Migrant arbeiten. Das ist eine schwere Arbeit. Es gibt immer wieder Unfälle und da haben sie keinen Rechtsanspruch. Dort dürfen sie das nichts melden, dass sie Schwierigkeiten dort haben. Gut, viele Migranten sind mit Dequalifizierung konfrontiert. Was heißt das? Auch wenn sie, ich kenne aus meinem Bekanntenkreis, aus vielen Migranten, die ich begleitet habe, die ich kennengelernt habe, keine arbeitet in dem Bereich, wo er qualifiziert ist. Sie haben diese Unterbeschäftigung, was einen niedrigen Status. Sie sind meistens Hilfsarbeiter, egal was sie studiert haben. Ja. Ich habe im Rahmen unserer Projekte, Männerprojekt in Graz, haben wir zusammen mit Jugendlichen gearbeitet und einer hat mich gefragt, was sagst du, was glaubst du? Mein Vater hat hier Montan-Universität Leuven Maschinenbau studiert. Seit 10 Jahren fertig, fährt immer noch Taxi. Glaubst du, dass ich auch Chance haben würde? Also, das ist einmal die Sache, die die Männer leben. Durch diese schwere Arbeit, nicht nur das schwere Arbeiten, um zu überleben, viel arbeiten an Baustelle am Tag, in der Nacht gehen sie Zeitungs austragen. Anders geht es nicht zum Überleben. Dadurch werden sie körperlich, psychisch belastet. Ja? Und sie haben keinen Zugang zu Hilfe, zu Angebote. Gut, das ist ungefähr welches Bild diese Männer haben, wie sie dann leiden darunter, wer hört ihnen zu, wer weiß, was mit diesen Männern los ist. Also das Männerbild und Männerrolle in der Einwanderungsgesellschaft. Die Frage stellt sich, wie werden diese Männer auch gesehen innerhalb der eigenen Familie? Auch die Politik, welches Angebot macht die Politik für Migrantenmänner, die Ausländer, die man hier geholt hat, Gastarbeiter und jetzt Flüchtlinge und alle darum. Was sagt die Media über diese Männer und was sagt unsere Gesellschaft, welche Einstellung hat unsere Gesellschaft über diese Männer? Und wenn wir mal in die Familie selber anschaut, in dieser Stelle sind die Männer, die zuerst kommen. In vielen Fällen, sie kommen zuerst. Denn wenn sie Glück haben, dann haben sie Hilfsarbeit, Job. Dort arbeiten sie Jahr, Tag und Nacht, Woche und sie haben kein Wochenende, sie haben keine Freizeit. Wenn sie Geld gespart haben, eine Wohnung bekommen haben, dann müssen sie ihre Familie hier holen. Das sind in vielen Fällen auch reicht das Geld nichts aus, dass man, wenn er schon dort 3, 4 Kinder hat, dass er mit seinem Verdienst, mit seiner Wohnungsgröße eine große Familie hier führen kann. Das heißt, die Frau kommt nach. In vielen Fällen bleiben die Kinder noch draußen in der Artenheimat. Irgendwann dann kommen sie alle zusammen. Was heißt das? Er hat, obwohl er im Ausland ist, das Bild, das er bekommt, diese traditionelle Bild von Männern als Ernährer und Beschützer, diese Funktion versuchen sie zu ausüben, indem sie auch Geld nach Hause schicken, bemühen sich, die Frau herzuholen, die Kinder nachzuholen. Aber im Laufe der Zeit, 10 Jahre, 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre Hilfsarbeiter, er kann nichts mehr. Er kann nichts mehr und er ist wieder, wie immer, mit noch einmal Sozialabstieg konfrontiert. Mit dieser prekären sozioökonomischen Lage wird seine Rolle wieder in Frage gestellt. Wenn er arbeitslos wird und wenn die Kinder größer wird, wenn sie in die Pubertät, wenn sie ihm nichts mehr zuhört. Und er versucht, ihnen zu sagen, so geht es nicht. Ich habe mich schon bemüht, ich bin zuerst hergekommen, ich habe viel geleistet, ich habe auch hergebracht, bitte hör mir mal zu. Und er ist nur als Familientyrann gesehen. Und wir leben, wenn wir von Angeboten sprechen, für alle, egal für Migranten oder Nicht-Migranten, also unsere Erfahrung in Graz ist, dass wir haben mehr Angebote für Frauen sozusagen. Wir haben Frauengesundheitszentrum, wir haben Frauenservice, wir haben verschiedene Stellen, Beratungsstellen für Frauen, für verschiedene Fragestellungen. Da haben wir nichts für Männer. Vielleicht haben wir nur Männerberatungsstellen in Graz, aber die Migranten finden sich nicht dorthin.
Also es gibt es nicht. Sie haben die Möglichkeit nicht bekommen, weil dafür haben sie keine Zeit, tagsüber arbeiten, Nacht Zeitungsaustragen und wenn sie Ruhe brauchen, vielleicht nach Hause kommen in der Früh, 2 Stunden schlafen, dann gehen sie wieder. Ja, damit sie ihre Rolle als Ernährer und Beschützer erfüllen können. Und natürlich, die Frauen gewinnen ein bisschen an Kompetenz, weil es schon mehr Angebote gibt für Frauen. Und zum Teil, Krise gibt es in der Familie, die Frauen machen sie in Pacht mit den Kindern zusammen gegen diese Männer. Ja? Er hat nichts, er hat keine Kompetenz mehr gewonnen. Und er versucht, sich zu verteidigen, zu sagen, hoppala, was ist los? Ich bin der Vater, ich bin der Ehemann. Und er kann nichts kommunizieren, weil er nichts was Neues gelernt hat. Ja? Man sieht, er versäumt die Entwicklungen sowohl hier und auch in der alten Heimat. Warum? Weil er dafür keine Zeit hat. Er ist immer unterwegs. Er kann das nicht schaffen, dass er irgendwann einmal einen Kommunikationskurs einmal besucht oder Weiterbildungsmaßnahmen besuchen kann. Er kann das nicht oder kann das nicht finanzieren. Die Angebote sind nicht ausreichend. Auch Deutschkurse schwierig zu bekommen. Gut, was hat die Politik bis jetzt angeboten oder was bietet unsere Politik heute? Es gibt kaum Integrationsmaßnahmen. Dafür haben wir Ordnungspolitik. Und daher müssen sie sich ganz einfach assimilieren, müssen sich anpassen, sie müssen still sein, sie müssen das machen, was von ihnen verlangt wird, arbeiten und wenn es schwieriger wird, wird sie dann deportiert. Ja? Das wissen wir auch bei den Jugendlichen. Nicht nur diese Männer, dass Jugendliche, Kinder, die schon auch hier geboren sind, auch hier aufgewachsen sind, die Politik verlangt Sprache. Sprache, Sprache, Sprache. Wir haben Kinder, die hier geboren sind, aufgewachsen, sehr gut Deutsch sprechen, haben sie kein Problem damit, aber sie wird trotzdem abgeschoben, weil ihr Eltern, ihr Vater keinen Rechtsstatus hier hat. Und das bewegt sich auf. Also nicht nur sagt, okay, die sind kriminell, sie wird auch diskriminiert und dafür redet niemand. Ja? Diese Migrationsbegriffe werden einfach missbraucht. Migration ist Gefahr, ist gefährlich. Ja? Da will man nicht dafür haben. Die Kulturdiskussionen wird sehr eng diskutiert. Was heißt Kultur? Was bedeutet das? Probleme, die Männer haben oder überhaupt im Zusammenhang wird über die Kultur diskutiert. Und dafür gibt es weniger Leute, die sie sagen, stimmt diese Diskussionen? Es gibt keinen differenzierten Zugang zur Kulturdiskussion in Österreich und das ist auch ein Problem. Identität haben sie keine mehr. Strebungen, sagen sie, die Türken, die Ausländer, die Tschetschenien. Ich habe in der Falter gelesen, eine Zeitung-Interview von einem Politiker in Österreich, die sagt, er ist froh oder er seid froh, dass irgendwann Kärnten wird Tschetschenien frei sein. Und solche Sachen passieren. Und das kann man nichts machen. Okay, was heißt das? Nicht nur die Politik, sondern die Medien, wie sie diese Menschen darstellen. Was Sie auch angesprochen haben, diese sogenannte negative Stigmatisierung, sie sind aggressiv, sie sind Drogendealer, sie sind gewaltbereit. Also es gab einen Zeitungsartikel in Graz, wo man berichtet hat, 2000 Afrikaner sind Drogendealer in Graz. Und wenn man die Statistik anschaut, die Afrikaner in Graz sind nicht einmal 2000 Leute. Das heißt auch, ich bin einer von den Drogendealern in Graz. Aber man kann nichts nachfragen. Ja? Diese Männer haben Liebe zu ihrer Familie. Sie haben ein Problem, weil sie mehr Kinder haben. Das ist ja, sie haben mehr Kinder, das ist ein Problem. Eine Kollegin von mir wird auf der Straße beschimpft mit 3 Kindern. Der sagt, du hast 3 Kinder. Da brauchen wir nichts. Sie müssen zurück mit ihren 3 Kindern nach Afrika. Ja, ist ein Problem, weil sie mehr Kinder haben. Dass sie Gemeinschaft lebt, in der Gemeinschaft lebt, dass sie zusammen sich treffen, miteinander reden, über ihre Probleme, Situationen besprechen, ist auch für sie ein Problem. Sie sind in der Ghetto-Bildung, also im Ghetto. Ja? Egal was sie machen, ist es immer ein Problem. Aber man vergisst, dass eine Familie, eine Gemeinschaft,
an Unterstützung ist. Ja? Wir wissen Menschen, die keine Familie haben, die in keine Gemeinschaft gehören, sie haben es schwer im Leben. Sie kommen nicht weiter. Als ich begonnen habe, in der Sozialpsychiatrie zu arbeiten, war immer die Frage von meinen Klientinnen, die fragen, gibt es auch depressive Menschen in deiner Heimat? Ich habe gesagt, eigentlich habe ich nicht bemerkt. Ich habe das am Anfang nicht bemerkt. Warum? Weil, egal, wenn jemand Schwierigkeiten hat, sind fast alle dabei. Wenn man krank ist, Mutter, Eltern, Kinder, Verwandten, die Gemeinschaft ist dabei, im Krankenhaus besuchen. Ja? Und dadurch fühlen die Leute sich nicht alleine. Und das Problem, das sie haben, wird gemeinsam getragen. Dann fühlen sie sich ein bisschen wohler. Aber wir haben viele Menschen, natürlich in der Gesellschaft, die keine Zuhause mehr haben, die keine Verwandten mehr haben, die keine Gemeinschaft angehören. Aber diese Migranten, weil sie dort sich treffen, Kaffee trinken, ist ein Problem. Spricht man von Ghettobildung. Aber was sie geleistet haben, diese Anpassung einmal, hier das Leben, trotz dieser Schwierigkeiten, diese Leistung wird nicht anerkannt. Gut, unsere Gesellschaft, früher Gastarbeiter, super, tüchtig, gesund. Aber heute, wenn sie schwächer geworden sind, wenn sie Kreuzschmerzen haben, gehen sie nicht mehr unvermittelbar, die braucht man nicht mehr. Ja? Sie sind die Ersten in dieser Wirtschaftskrise, die Schwierigkeiten haben am Arbeitsmarkt, egal woher sie kommen. Und das Problem mit der Ghettobildung, dass sie sich nur bestimmte, ich weiß nicht, wie es in Linz ist, also in Graz sprechen wir vom Kriegsplatz. Das ist eine Gegend, wo die meisten Migranten wohnen. Aber man schaut nichts, was steht hinter der Ghettobildung. Ich kann mich noch erinnern, mein jetziger Nachbar, wo ich gerade wohne, hat mir erzählt, vor 10 Jahren, in diesem Kriegsplatz, am Kriegsplatz, da hat er seine Eigentumswohnung. Dann sind dann die erste Migrantenfamilie gekommen, die zweite, die dritte, und er hat seine Wohnung verkauft. Und hat sich anderswo, also als Mieter, ja, hat seine Eigentumswohnung. Also, und dann, die Einheimischen sozusagen, ziehen von dort weg, weil die Migranten kommen, und dann bleibt das Ghetto. Und da sind die Wohnungen sehr vielleicht billig, aber schlechterer Zustand. Also, das ist einmal natürlich, wenn wir heute mit Fundamentalismus, und dann haben sie noch Probleme, weil dann sind Männer, entweder haben wir Leute wie in Nigeria, der Boko Haram, der versucht alles zu zerstören, und Nigerianer, die hier leben, dann haben damit auch ein Problem. Ja? Man könnte sagen, das sind die Kriminelle, das sind die Aggressiver und so weiter. Die Wissenschaft in Österreich, aber auch nicht herausgenommen von dieser, das Bild, das transportiert, das schlechte Bild, das transportiert über die Migranten. Hier haben wir eine gewisse selektive Interpretation. In Österreich und Deutschland hört man, multikulturelle Gesellschaft hat keine Zukunft, ist gescheitert. Da hört man nur hier. Aber wir haben andere Länder, die sich über multikulturelle Gesellschaft freuen, über Vielfalt freuen, weil sie wissen, was das bedeutet, welche Potenziale steckt drinnen, wenn man eine vielfältige Gesellschaft hat. Ich darf nichts vergessen, was hat auch mit den Jugendlichen zu tun. Die jungen Männer, die auch zum Teil als Kofferkinder, als Pendelkinder genannt. Was heißt das? Also Kofferkinder, Pendelkinder heißt, manche von unserer Betreuungen, wir haben Jugendliche betreut, die ihre Väter erst nach 10 Jahren, 15 Jahren kennengelernt haben. Manche haben mit 5 Jahren, waren 5 Jahre alt, Vater weggegangen. In die Schwangerschaft, Vater weggegangen, und nach 15 Jahren sind sie dann gekommen nach Österreich im Rahmen der Familienzusammenführung. Es gibt Fälle, wo die Mama dann nach dem Papa kommt der Mama, und dann sie bleiben bei Großmutter gestorben, dann gibt es eine Tante, dann gibt es Krieg, sind sie von eigenen Land zu den anderen Ländern, dann von dort nach Österreich. Also diese Pendelkinder, diese Kofferkinder,
die man auch sieht, auch was Migrationsgeschichte hier betrifft. Wenn die Kinder, die schon hier geboren, 10 Jahre, 15 Jahre in der Schule sind und die Schule sagt, nein, das Kind gehört uns, diese Jugendliche gehört uns, es gehört zu uns, es ist integriert. Trotzdem wurden sie von der Schule abgeholt, ja, und deportiert. Das sind genau die Kofferkinder. Sie können jederzeit ihre Koffer packen und bereit sein, abgeschoben zu werden. Und Pendelkinder kann auch in der Familie, innerhalb der Familie, als Erziehungsmaßnahmen, wenn er mal schlimm ist, oder schlimm sagt der Mama, der Papa, okay, wenn du nichts brav lernst, wenn du mir nicht zuhörst, ich will dich wieder zurück in die Altenheime schicken. Also, das heißt, was heißt das für diese Kinder? Sie sind wahrscheinlich in der Gesellschaft nicht so akzeptiert, weil ihre Väter nicht akzeptiert sind. Gleichzeitig in der Familie haben sie wieder diesen Druck. Ja? Man würde sagen, sie sind Kinder zwei Kulturen. Was ist damit gemeint? Manchmal ist es negativ. Das heißt, sie haben keine Zuhause. Wo gehören sie hin? Sie leben im Provisorium. Also kann jederzeit was passieren. Einige von ihnen sind Kindersoldaten. Sie haben keine Kindheit erlebt. Und hier haben sie auch keine Kindheit mehr. Und diese Jugendlichen haben ein Problem mit ihrer Identität. Solange ihre Väter abgewertet werden, diskriminiert werden, dann haben sie ein Problem. Wen soll ich gehen, nach meinem Vater, der keine Recht hat, keine Chance hat? Oder die junge Mann, der mich fragt, was sagst du, meinem Papa? Also Maschinenbau studiert, trotzdem muss er noch Taxi fahren. Er weiß nicht, gehört er dazu, gehört er nicht dazu. Er ist in Konflikt wie sein Papa. Wir wissen die Lage. Wenn wir die Arbeitslosenstatistik von Migranten, also von Menschen, die jungen Menschen in Österreich sehen, sind die Migranten die am schlechtesten. Im Schulsystem sind sie am schlechtesten. Also Sonderschule mehr also proportional repräsentiert und am Arbeitsmarkt haben sie fast keine Chance, irgendwas mitmachen. Und die Gefahr besteht, dass sie dann in andere Richtung gehen. Kriminalität, was für sie wieder ein Problem wird. Dann hat man die Bestätigung dafür, natürlich, das sind die Migranten, die Kriminelle sind, die sich nicht integrieren wollen. Ich habe mir noch ein paar Männer jetzt ausgesucht, also ein paar Männer ausgesucht, die sind bekannt, die sind Politiker, vielleicht auch in Ruhestand und Aktivpolitiker. Sie prägen unsere Politik, unsere Gesellschaft, auch ähnliche Politiker gibt es auch in Österreich. Ich habe mir nicht getraut, ein Bild von österreichischen Politikern herzugeben, weil ja, man kann nichts sagen, wer sich. Okay. Ich habe mir auch diesen Herrn Mario Balotelli, der wurde bekannt während der EM, wo er dann 2 Tore gegen Deutschland geschossen hat und dann hat Italien gegen Deutschland gewonnen. Ich habe mir die Zeitungsartikel in Graz abgeschnitten, ja, was alles über ihn geschrieben wurde, was er alles gemacht hat und. Und dann hat meine Tochter einmal geschaut im Internet, was alles mit ihm, seinen Lebenslauf, dass er ein Kind von Einwanderer aus Ghana, die Eltern hatten kein Geld, der war sehr schwer krank, war im Krankenhaus und sie haben ihn dort verlassen. Und niemand, es kam eine Familie und hat ihn übernommen, also dann die Krankenkosten bezahlt und haben den adaptiert sozusagen. Er hat mehr als 20 Jahre gebraucht, bevor er die italienische Staatsbürgerschaft hat. Er hat es geschafft, durch das Fußballspielen Mensch zu sein. In der Siedlung, wo er gelebt hat mit dieser Familie, er war nur rassistische Übergriffe. Jeden Tag in der Schule, er hat keine Chance gehabt. Ja? Also, was heißt das? Warum ich ihn genommen habe, was heißt das? Ist, wie schafft es jemanden, ein Mensch, der abgelehnt wird, in der Gesellschaft ein schönes Bild zu haben, eigene Identität zu entwickeln? Er hat es selber geschafft, weil er das Glück gehabt, durch sein Können, durch das Spielen, dass er dann ein anderes Bild hat. Aber das Image, das er immer noch hat ihn nie losgelassen. Man hat geschrieben, was in London, wo er spielt, was er sagt. Ja? Die Polizisten jedes Mal bei ihm, also auf einmal haben sie den im Auto
Und er gesehen, er hat 5.000 Pfund bei sich. Ich habe gesagt, warum haben Sie so viel Geld? Also, ich bin reich. Und wenn man sieht, während dem Spiel, er wollte was schon sagen, die Kollegen sagen, bitte sag nicht. Sie lassen ihm nichts sagen. Man sieht die Kränkung, ja, die Wut, alles. Er wurde abgeschrieben, aber er war dann einmal ein Held. Ja? Wir kennen die Geschichte Hänsel und Gretel, was in der letzten Zeit passiert ist. Das sind Menschen, die natürlich, jeder hat seine Biografie, und diese Biografie, diese Prägung, unsere Erfahrungen, die wir machen in familiären Verhältnissen, in unserer Gesellschaft, haben wir damit ein Problem oder haben wir damit ein Glück? Gut, was hat uns das immer wieder gesagt? Wenn wir jetzt, es ist schwierig, über diese Identität dieser Männer zu sprechen. Es ist verdammt schwierig, ja? Weil es immer problematisch ist, es ist immer ein Problem behaftet. Es kann man nichts frei darüber reden, ob sie Identität haben oder nicht, wie sie ausschaut. Ja? Die Kulturbegriffe, die wir dazu verwenden, sind immer wieder eng und differenziert. Die Probleme, die sie haben, wird über die Kultur diskutiert, weil sie in einer anderen Kultur kommen, deswegen sind sie so. Aber, dass sie diese Männer auch mehrfach Zugehörigkeit verfügen, darüber redet man nicht. Ja? Wir haben ein Problem damit, weil wir haben keine Daten über diese ausländischen Männer. Ich habe geschaut, was gibt es bis jetzt. In der Steiermark haben wir das immer wieder, in diesem Jahr oder voriges Jahr, die österreichische Männertagung. Das Thema Migration war am Rand, ist nicht vorgekommen. Und ich habe schon gehört, hier gibt es diese Veranstaltung von 17 Jahren, 16, 17 Jahre. Und das Thema Migration und Männlichkeit ist nicht da. Bis jetzt war nichts da. Ja? Das zeigt auch, welchen Stellenwert das Thema hat in unserer Gesellschaft, bei verschiedenen Institutionen, egal ob der Kirche oder Politik oder Schule. Man sieht in der Politik oder der Väterforschung in Österreich, ich bin mir nicht sicher, dass jetzt ein Thema geworden ist oder vielleicht jetzt Andenken. Das gibt es nicht. Es ist schwierig. Und wenn wir über Migration sprechen, ist es immer mit dem Problem. Also Gefahr ist eine Gefahr, ist eine Gefahr, ist Gefahr. Was denkt man darüber, was hat Migration anzubieten überhaupt? Ja? Ob einen Wandel gegeben hat, ob sie eine andere Rolle entwickeln können oder sie andere Bilder entwickeln können, da können wir nichts sagen, weil es wird uns eine vergleichende Studien zwischen den österreichischen Männern und den sogenannten Migrantenmännern. Wo kann man das anmessen? Das ist denn schwierig. Das noch, diese Diskussionen über Migration, Identität und Kultur, ist ein Versuch wieder, andere Problemlage, andere Situationen irgendwie zu verleugnen, ja? Die andere Kategorien von der Lebenslage dieser Männer. Was ist passiert, die erste Generation der Migranten, was ist mit ihnen passiert? Wie sind ihnen gegangen, wie geht es ihren Kindern heute? Wie geht es ihnen, dass sie nur mit Disqualifizierung konfrontiert sind? Diese Dinge werden nie diskutiert. Ja? Es wird immer versucht, zwischen uns und den Fremden, den Migranten, den Immigranten darüber diskutiert und damit Problem zu sagen, ja, die gehören nicht zu uns. Das Ziel ist, mehr Stimmen zu bekommen für die Politik, mehr Wähler zu gewinnen. Und dafür hat das Thema keinen Platz. Es gibt keine Forschung in Österreich. Also, wenn ich das einmal vergleiche mit Deutschland, die auch ähnliche Geschichte mit Österreich hat, es gibt schon Bestrebungen in diesem Bereich, Forschungen jetzt über Männer, Migration überhaupt. In Österreich haben wir das noch nicht. Ich habe noch nicht gesehen, ich habe noch nicht gelesen. Ist alles am Rande. Es gibt keine Zuständigkeiten, auch egal ob Bundesebene, Landesebene oder Gemeindeebene. Was wir haben, ist das Innenministerium, das sich für
Integration zuständig fühlen, aber dort missbraucht man das Thema Migration mit Kriminalität. Das ist ein großes Problem. Man kennt sich nicht mehr aus. Was ist Migration? Was ist Kriminalität? Und was ist Landesverteidigung? Also wir brauchen eine Zuständigkeit für das Thema überhaupt Migration. Was wir bis jetzt bekommen haben, ist diese sogenannte, müssen sich anpassen, Assimilation. Was anderes gibt es nicht. Es wird uns eine partizipative, integrative und vielleicht intersektionelle Arbeit, wo dann, egal in der Bildung, in der Familie, in der Beratung, psychosoziale Versorgung, wo auch diese Personen, diese Menschen auch als Menschen auch betrachtet werden, als Menschen, die auch eigene Bedürfnisse haben und auch Hilfe brauchen. Habe ich kurz schon angesprochen, bei den Anbietern Männer, also ich gehe von Männerberatungsstelle aus in Graz, das ist die einzige Stelle, die wir in der Steiermark haben, die Männerberatungsstelle. Wir arbeiten zusammen. Da gibt es auch keine Sensibilisierung darüber, was macht man mit diesen Männern. Manchmal kommen schon ein paar Männer dazu, wenn sie dann, ja, geht nichts mehr anders, schickt man ein paar Männer zur Männerberatungsstelle, aber da sagen sie, wir können nichts mit ihnen anfangen. Wir haben keine Erfahrung mit Migrantenmännern. Also da haben sie noch nicht überlegt, bei der Planung ihrer Projekte, ihrer Konzepte, bei der Umsetzung. Bei der Bewerbung, wenn man bewirbt, schaut man verschiedene Angebote, sieht man nicht drinnen als Männer, als Zielgruppe. Wenn man nachfragt in Graz, sagt man, ja, okay, wir haben Zebra und wir sollen dorthin gehen. Ist das die Antwort? Zebra, interkultureller Verein, der Beratung, Begleitung, Psychotherapie für Opfer von Folter anbietet oder Omega. Aber das kann nicht die Antwort sein, dass wir, obwohl wir viele Angebote haben, dass man sagt, ja, die Zebra ist zuständig. Da wieder die Fremden für die Fremden. Gut, also bis jetzt und auch heute ist für mich auch interessant, wir haben vorher gesprochen, eine Wertschätzung, wenn man das Thema angesprochen zu werden, dass man schaut, das erste Mal, dass man das nimmt, und schaut, okay, das sind Männer da, das sind Migranten da, kann man immer das Thema machen. Aber sonst in vielen Fällen gibt es nicht. Gibt es nicht, auch wenn man das Innenministerium, Familienministerium schaut, dann haben wir schon Familienpolicy sozusagen, Familienprojekte, dann haben wir Frauen, Migranten kommen nicht vor. Wenn dann nur am Rande, kommt nichts vor. Wenn dann am Rande, ja, als ein Teil. Ja. Männerforschung, wenn es überhaupt gibt, nur die Mehrheit Gesellschaft, die Zielgruppe Männer mit Migrationshintergrund, kommen noch nicht vor. Gut, dann die Frage, die vielleicht uns heute begleiten sollte, 3 Fragen habe ich schon einmal herausgeholt, zu schauen, wenn wir jetzt über diese Männer sprechen, wie gut oder wie schlecht sie sind Differenzen zwischen Männern und Vätern in ihrer ethnischen, kulturellen Zugehörigkeiten oder Religiosität begründbar. Aber wir wollen schauen, welche Identität haben diese Männer. Können wir über ihre kulturelle, ethnische Zugehörigkeit diese Identität definieren? Oder vielleicht gibt es natürlich Unterschiede. Was haben sie gemeinsam? Was ist größer? Die Unterschiede oder was sie gemeinsam haben? Was macht unsere soziale Herkunft mit uns, auch mit den Männern mit Migrationshintergrund? Und vielleicht für uns auch, um diese Frage zu beantworten, ist es sehr wichtig, auch Erkenntnisse über diese Männer, über diese Menschen zu bekommen, sonst geht es nicht. Ja? Wenn wir gerade sehen, die Jugendlichen, die schwer haben in der Gesellschaft,
dass sie dann später wieder wahrscheinlich schwer haben werden. Es wird nichts anderes wahrscheinlich. Es ist dann schwierig dann, ja, anders zu sein, solange die Männer selber mit Abgrenzung und Diskriminierung konfrontiert sind. Sie werden wahrscheinlich keine Vorbilder für ihre Kinder sein. Die Kinder dann, entweder sie nehmen das oder sie nehmen das nicht. Es gibt immer wieder die sogenannten Türken. Ja? Die Türken sagen, die türkischen Männer sagen, die Rollen sind klar. Die Frauen müssen daheim bleiben, kochen und Kinder erzeugen, Kinder schauen. Und die Männer gehen dann arbeiten, den Kaffee trinken. Stimmt das? Kann man auf alle türkischen Männer übertragen? Oder kann man bestimmte Gruppen vielleicht dazu ordnen? Ja? Wenn wir sagen, diese Rolle, also auch hier in Österreich muss ich sagen, ja, Leute, die vielleicht, die sogenannten Menschen mit geringerer Bildung oder sowas, dass sie sagen, die Frauen gehören in die Küche, die Männer nicht. Das findet man in jeder Kultur, glaube ich, nicht nur bei diesen türkischen Leuten. Das kennen wir schon. Das findet man sowas, egal. In der türkischen Community, österreichische Community, vielleicht auch in der afrikanischen Community. Die sozial-kulturelle Desintegration ist das Problem. Das ist genau, wenn die Leute nirgendwo gehören, die Jugendlichen nirgendwo gehören, dass sie dann in bestimmte Vorbilder festhalten, wo sie sich in Anerkennung suchen und sagen, okay, die Frau ist die Frau, sie muss daheim bleiben und ich bin der Mann, ich bin der Herr. Aber das kann man, dieses Bild, nicht auf alle Männer übertragen. Schicht schlägt Kultur oder schlägt die Biologie. Egal, aus welchem Kulturkreis ich komme. Das Wichtige ist, meine soziale Lage. Die soziale Lage. Egal, ob ich ein Mann oder Frau geboren bin, das Wichtige ist die soziale Lage. In welcher sozialen Lage bin ich? Wenn ich unten bin, dann bin ich ein anderer Mensch. Wenn ich in der Mitte bin ich ein anderer Mensch. Wenn ich ganz oben bin. Und da zeige ich auch, welches Bild oder welche Rolle ich vertreten möchte. Die Frage stellt sich, Veränderung der Rollen, Identitäten der Männer in der Migration, kann man das erkennen? Sage ich ja, aber es ist schwierig. Also wir sehen, durch die Migration alleine sind die ganze Familie, sogar auch die Männer schon in Bewegung. Es gibt schon viele Veränderungen, viele Wandel, sozialer Wandel. Sie können nicht selber schauen und bleiben. Sie bekommen das schon mit. Und außerdem, es gibt keine einheitlichen Männerbilder von Österreichern oder Migranten. Es gibt schon Unterschiede, es wird schon Unterschiede geben, aber diese Unterschiede kann man nur über Schichtzugehörigkeit, Bildungsstandard oder Bildungslevel und mit der Frage, ob ich in der Stadt lebe, geboren bin oder ich am Land. Und jetzt merken wir, früher haben viele Migranten vielleicht, die ich kenne, früher geheiratet, mehr Kinder bekommen. Aber es ist nichts mehr so. Egal, ob sie hier leben oder in der Altenheimat. Also das Heiratsalter ist angestiegen. Ist nichts mehr so einfach. Die Männer sind auch betroffen. Geburtenrate gehen schon langsam zurück bei den Männern, bei den Migranten. Die Scheidungsrate nicht nur hier, sondern auch in den anderen Kulturen. Die ähnlichen Berufswünsche. Ich habe viele Bekannten aus meinem Bekanntenkreis, die schon Kindergarten in Ausbildung sind, Tagesväter in Ausbildung sind.
die in der Schule auch unterrichten wollen, zu Hause bleiben. Ich kenne viele, die auch so viel lange gearbeitet haben, können nicht mehr. Sie sind gezwungen, daheim zu sein. Die Frauen gehen arbeiten. Also das können wir uns nichts mehr aussuchen. Da müssen sie mitmachen. Wir haben das Problem, diese Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Da haben wir keine Lösung, haben wir kein besseres Modell gefunden. Das leiden jede Familie daran, ich weiß es nicht, also die Österreicher sowie die Männer. Ja? Ein Mann, Frau, die beide gehen arbeiten, sie haben das Problem wie die Kinderbetreuung. Entweder, ja, ich habe schon in meinem Bekanntenkreis die Frauen, die mehr verdienen, gehen arbeiten, die Ehemänner bleiben zu Hause, die Migranten bleiben zu Hause. Manche gehen jetzt in Bildungskarenz, manche gehen in Vaterschaftskarenz. Also, das ist, was wir jetzt erlebt haben. Nur das Problem ist, wie kann man das festhalten? Gibt es dazu eine Studie, gibt es eine Forschung, gibt es eine Zuständigkeit dafür zu schauen, okay, was passiert mit diesen Männern? Was ist genau passiert? Ja? Wie können wir das festhalten? Ich glaube, das Problem, das wir heute haben. Gut. Das ist immer das, die zersplitternde Identität. Was heißt das? Wie das gemeint ist? Wie meinen wir das? Sprechen wir, es ist positiv oder negativ gemeint, oder sprechen wir von den Ressourcen, die Migranten haben. Ja? Dass sie mal diese Migration diesen Prozess durchgemacht haben, dass sie hier leben, mit Schwierigkeiten zum Teil damit umgegangen sind. Ja? Da haben sie schon vielfältige Kompetenzen entwickelt. Heißt das dann, dass diese Vielfalt bei den Männern eine zersplitternde Identität ist? Oder heißt das, sie haben eine Identität entwickelt, mit der ein Mann auch in einer multikulturellen Gesellschaft leben kann? Ja? Sie haben auch in ihren Familien leben, Privatleben, in der Gesellschaft leben. Dann haben sie Bewältigungsformen entwickelt, die ihnen die Möglichkeit gibt, auch in einer großen Gesellschaft zu leben. Das ist nichts einfach. Also ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, die sagen, mein Gottes Willen, ich kann mir nie vorstellen, in ein anderes Land zu gehen. Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Das einmal zu machen, egal, und das einigermaßen zu schaffen, zu überleben, ich glaube, es ist eine große Kompetenz. Wir das auch zum Teil interkulturelle Kompetenz entwickelt haben. Jetzt müssen wir interkulturelle Kompetenz lernen. Also wir merken in der Gemeinschaft, wo wir jetzt auch in der afrikanischen Community, dass Nachbarschaftshilfe ist sozusagen selbstverständlich. Es ist sehr, sehr wichtig. Aber hier müssen wir das lernen. Vielleicht hat es vorher gegeben, hat man das verlernt, aber jetzt muss man zurückkommen. Nicht wegzuschauen, wenn ein Kind schreit. Nicht wegzuschauen, wenn meine Nachbarn krank ist, oder kann die Stiege nichts mehr aufsteigen. Kann ich denen helfen, Hand geben. Also da gibt es noch. Das ist eine Kompetenz, die wir schon den Migranten noch haben. Also die sogenannte Mehrfachzugehörigkeit. Sie gehören auch hier, sie gehören auch dort. Das ist nichts einfach, diese Kompetenz zu haben, damit auch das Leben. Ja? Grundsätzlich, diese Migration bewirkt eine Veränderung der Familienstrukturen, so also das Leben der Männer in der Migration. Nur das Problem ist, von außen ist nicht so gut erkennbar, nicht so schnell erkennbar. Dafür plädieren wir für Forschung, Migrationsforschung, in der auch Männer als Thema, Frauen als Thema, Kinder als Thema, auch die Kinder mit Migrationshintergrund thematisiert wird. Da gibt es schon in anderen Ländern, da gibt es schon in Ländern, die schon längere Erfahrung mit Migration haben. Und das brauchen wir auch in Österreich. Die Aufgabe, die für uns sehr wichtig sein sollte, die sogenannte interkulturelle Öffnung. Interkulturelle Öffnung der Dienste von der Kirche, ja, bis zur Verwaltung, bis Volkshochschule, in der Bildung, am Bahnhof. Ja? Das heißt, unsere Gesellschaft
ist eine Einwanderungsgesellschaft geworden. Da kann man nichts mehr verleugnen. Alleine die Globalisierung, EU-Erweiterung und Migration, die kann man nicht stoppen. Egal, was man probiert, es wird schon kommen. Ja? Deswegen brauchen wir interkulturelle Öffnung auch in der Männerarbeit. Die Organisationen, die schon Angebote machen für Männer, sollen sich die Gedanken machen, wie können wir diese Menschen auch als Zielgruppe. Ich habe mir das Ergebnis zu dieser Wahl in den USA angeschaut. Obama hat gewonnen, weil er mit seinem Helfer verstanden hatte. Gibt es eine Randgruppen, das sind die Migranten. Da haben sie, die Ironen, Obama haben gegen die weißen Wähler gekämpft, das sind 73% gekämpft, müssen sie das teilen. Ja? Aber sein Vorteil war, er hat verstanden, es gibt andere Menschenrandgruppen, die müssen wir mal ansprechen. Und diese Gruppe hat beigetragen, dass er weitergekommen ist. Und das erwarten wir auch von den Organisationen, die Hilfe anbieten, vom Jugendwohlfahrt bis zu, dass das wirklich auch Zielgruppe Interöffnung gemacht wird. Und die Voraussetzung dafür ist, dass diese Organisationen, die Führungsebene sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es reicht nicht, wenn nur eine Mitarbeiter immer zu interkulturellen Tagungen, Konferenzen, Fortbildungen gehen. Aber die Führungsebene steht, es geht uns nichts an, mach einfach das. Das bringt nicht. Sie müssen sich zuerst damit auseinandersetzen und dann kann es denn gehen. Sie sollen profitieren von dem, was wir haben. Wenn wir sie lassen, wenn wir sie nicht mitnehmen, werden sie immer als Problem für uns Gesellschaft bleiben, weil manche will nichts mehr nach Hause gehen, manche haben nichts mehr, sie haben keine andere Zukunft, sagen, Heimat mehr aus Österreich. Zu Hause haben sie nichts mehr. Identitäten einbezogen bei der Planung, bei den Überlegungen, was brauchen sie. Ja? Und die Männerarbeit mit Migrationshintergrund also professionalisieren, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Präventiv arbeiten, nichts warten, wenn alles kaputt geht, dann sagt man, das sind die Migranten. Ja? Partizipationsmöglichkeiten bieten, Teilhabemöglichkeiten anbieten. Und vor allem, wir alle brauchen interkulturelle Kompetenz, egal wo man arbeitet. Weil interkulturelle Kompetenz ist nicht nur für die Arbeit mit den Migranten, sondern ist für alle Subkulturen. Ja? Was haben wir heute? Wir haben Homosexuelle, das ist schon eine Gruppe. Wir haben Männer, alleinerziehende Frauen oder Männer, wir haben Familie, wir haben Migranten, wir haben Behinderten. Ja? Wir haben Frauen, wir haben Kinder. Also das sind auch Subkulturen. Also wenn wir diese Kompetenzen entwickeln, werden wir auch nicht nur für die Migranten arbeiten, sondern auch für die anderen Subgruppen brauchen. Und auf alle Fälle die Zugangsbarrieren. Die Zugangsbarrieren beginnt mit Diskriminierung auf der behördlichen Ebene. Da muss man dagegen kämpfen. Forschung, für uns sehr, sehr wichtig. Männlichkeit und Migration als Thema. Und vielleicht der Unterschied zwischen der sogenannten Arbeiter und Akademiker, welches Bild transportieren die zwei Gruppen? Was heißt das, ja? Dass man vergleicht? Wir brauchen eine Politik oder Pädagogik für Einwanderungsgesellschaft, für eine Vielfaltgesellschaft. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, wo dann interkulturelles Lernen ein Thema sein muss. Wir müssen gegen Rassismus kämpfen, Antidiskriminierung auf alle Ebenen, strukturelle Ebene, institutionelle Ebene und interaktive Ebene. Und Anerkennung, Mehrfachzugehörigkeit und andere Dinge. Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit.